Servus, hier ist wieder euer Sascha von der Metal School. Im heutigen Video möchte ich euch einmal Vierteltriolen vorstellen, auch unter 2 gegen 3 bekannt. Das beinhaltet die Fähigkeit, dass man sich 2 Zählzeiten in 3 exakt gleich große Teile aufteilen kann. Das ist nicht nur eine progressive Spielweise, wie ihr im Anfangsvideo gesehen habt, kann man damit sehr wohl sehr coole und raffinierte Breaks, Breakdowns und sogar Geschwindigkeitswechsel bauen. Es lohnt sich also bis zum Ende dran zu bleiben. Was ihr heute hier lernt, ist vollkommen unabhängig davon, welches Instrument ihr spielt oder ob ihr singt. Es handelt sich lediglich um ein Tool, welches in jeden ordentlich gepackten musikalischen Werkzeugkoffer gehört. Entsprechend sind alle Übungen auch reine Rhythmusübungen. Also die machst du mit beiden Händen, beiden Füßen, Nase, Ohren, sonst was. Hier muss es erstmal rein. Wenn ich es dir im Anschluss noch auf dein Wunschinstrument übersetzen soll oder ob dich andere Aspekte von Triolen interessieren oder die ganze Rhythmuspyramide, dann schreib mir bitte in den Kommentaren, welches Video du dir zu diesem Thema noch wünschen würdest. Dann seht jetzt mal zu, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, und dann umreiße ich euch jetzt mal schnell das Konzept von Triolen. Ihr kennt die klassische Rhythmuspyramide. Ein Takt von 4 Viertel wird mit einer ganzen Note komplett ausgefüllt. Diese ganze Note lässt sich unterteilen in 2 halbe, 4 Viertel, 8 Achtel, 16 Sechzehntel und so weiter. Bis in alle Ewigkeit. Das nennt man, da wir hier immer durch 2 geteilt haben, das binäre System. Nun lässt sich nicht nur durch 2, sondern auch durch 3 teilen. Das nennt sich dann das ternäre System. Somit entsteht aus einer ganzen Note 3 halbe Triolen, 6 Vierteltriolen, 12 Achteltriolen, 24 Sechzehnteltriolen und so weiter. Beide Systeme zusammengefasst, also der Bereich von Ganze bis 32. mit ihren ternären wie auch binären Unterteilungen, sind der für den musikalischen Alltag relevante Bereich. So, jetzt ist es aber auch kein Problem eigentlich immer von seinem Bezugspunkt, also angenommen wir haben jetzt hier Viertel, von seinen Vierteln auf die Achtel zu springen, und es ist auch in der Regel kein Problem, von den Vierteln auf die Achteltriolen zu springen. Problematisch wird es erst dann, wenn man versucht linear, also sprich von Viertel auf Achteltriolen zu gehen. Weil dann merkt man nämlich erst, wie sich das ternäre und binäre System miteinander verhalten. Und da bei den Vierteltriolen das erste Mal die Notwendigkeit besteht, über einen Zweierraster 3 Schläge zu platzieren, ist genau das der Dreh- und Angelpunkt für das grundlegende und tiefe Verständnis von Triolen. Nun gut, dann lasst uns mal die Vierteltriolen lernen. Hierfür habe ich euch folgende Übung mitgebracht, nämlich erstmal einen Dreivierteltakt, einen guten alten Walzer. Gut, spielt einfach erstmal mit. Lernt folgende Bewegung. Eure Führungshand rennt auf alle Viertel durch. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die schwache Hand ist auf der 1 dabei und auf der Synkope, nämlich auf der 2 und, ist er dabei. Insgesamt ist es 1, 2 und 3, 1, 2 und 3. Übt das bitte auch alles andersrum, weil gerade für die Instrumentalisten unter euch, ihr wollt nämlich immer flexibel bleiben. Nämlich 1, 2 und 3, 1, 2 und 3. Kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt verlangsamt ihr diese Bewegung, die ihr gerade gelernt habt, so sehr, dass ihr den Groove noch erkennt, aber damit ihr euch alle Zeit freiräumt zum Denken, werdet ihr im nächsten Schritt gleich brauchen. Nämlich 1, 2 und 3.
1, 2 und 3. Versucht es echt mal langsam zu machen, weil jetzt kommt nämlich der Knackpunkt. Wir behalten den Groove und die Bewegung bei, ändern jetzt aber unsere Zählweise. Nämlich, wir zählen jetzt die 1 nach wie vor dort, wo sie ist. Die 1 bleibt, wo sie ist. Die 2 ruckt jetzt aber an die Stelle der ehemaligen Synkope. Also ihr könnt euch erinnern, zuerst beide, dann Zählzeit, dann kam hier die Synkope und dann wieder Zählzeit. Jetzt werden die Zählzeiten hier aufgehoben und die Zählzeit passiert nur noch dort, wo diese Hand ist. Nämlich 1, 2, aber bitte nur so weit. Weiter braucht ihr gerade gar nicht. 1, 2 und deswegen auch langsam, damit ihr hier mal die Zeit habt, in eurem Kopf die Zählzeit rüber zu schieben auf die richtige Hand, auf die jetzt richtige Hand. 1, 2, nur mal so weit. 1, 2. Seht zu, dass ihr den Groove, den ihr aus dem Walzer kennt, behaltet. Aber die 2 landet jetzt definitiv auf der ehemaligen Synkope. Nehmt euch Zeit dafür, das geht nicht von jetzt auf gleich. Also da nehmt euch ruhig mal ein paar Tage, vielleicht manche sogar Wochen dafür. Aber nehmt euch Zeit, das braucht echt eine Zeit lang, bis es im Hirn angelangt ist. Weiter. Macht man nur von 1 bis 2 und die Bewegung komplett. Der zweite Schritt ist einfach der zweite Teil. Jetzt zählen wir nicht 1 und 2, sondern 3 und 4. Nämlich mit der gleichen Bewegung. Jetzt wollte ich schon 1 sagen. 3, 4. Nochmal. 3, 4. 3, 4. Jetzt können wir alles zusammenbauen. Nämlich 1, 2, 3, 4. Andere Seite. 1, 2, 3, 4. Seht zu, dass ihr das 4-mal hintereinander schafft. Also man sagt immer, wenn man eine Sache für 2 Minuten auf Klick halten kann, hat man sie gelernt. Wie gesagt, lasst euch mit diesen Übungen echt Zeit. Das dauert eine Zeit lang, bis es hier im Oberstübchen angelangt ist. Wenn ihr es halbwegs gefestigt haben glaubt, könnt ihr jetzt mal anfangen mit der folgenden Übung, den Bezug zu unserem restlichen Notenwertsystem wiederherzustellen, nämlich in Bezug zu den Vierteln. Somit schnippt erstmal oder klatscht oder klopft erstmal ganz chillige Viertel. Also 1, 2, 3, 4. Und jetzt versucht mal die Triolen oder die Übung, die ihr gerade gelernt habt, im entsprechenden Verhältnis dran zu kleben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Gut. Und jetzt kommen wir langsam zur wahren Kunst. Nämlich, jetzt versucht ihr, die Vierteltriolen selbstständig zu generieren. Ihr zählt, ihr dürft auch langsam gerne mal einen Klick anmachen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und genau jetzt, ihr zählt und jetzt wechselt ihr von gespielten Triolen in die komplette Figur, welche mit der Viertel unterstützt ist. Nämlich 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Wenn ihr das durchgeübt habt, müsstet ihr in der Lage sein, Vierteltriolen zu spielen. Wie gesagt, nehmt euch Zeit, das passiert nicht von heute auf morgen. Bleibt konstant dabei und hetzt euch nicht. Sollte es dennoch nicht klappen, solltet ihr die Geduld verlieren, meldet euch einfach bei mir. Ich nehme euch gerne mein Patschehändchen und führe euch durch den Triolendschungel. In diesem Sinne, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!